Guten Morgen und herzlich willkommen bei Bibel zum Hören. Heute ist der 13. November und gemäß dem ökumenischen Bibelleseplan lese ich heute aus Ezekiel Kapitel 40, die Verse 1 bis 16 für Sie. Ich lese aus der Mengebibel von 1939. Im 25. Jahre unserer Verbannung, im Anfang des Jahres, am 10. Tage des Monats, im 14. Jahre nach der Eroberung der Stadt Jerusalem. An eben diesem Tage kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. Im Zustand der Verzückung führte er mich ins Land Israel und ließ mich auf einem sehr hohen Berge nieder, auf dessen Südseite sich ein Bauwerk nach Art einer Stadt befand. Als er mich dorthin gebracht hatte, da stand dort mit einem Mal ein Mann, der so aussah, als wäre er von Erz. Er hatte eine leinene Schnur und einen Messstab in der Hand und stand im Tor. Dieser Mann redete mich so an: Menschensohn, gib genau Acht mit deinen Augen und mit deinen Ohren und richte deine Aufmerksamkeit auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn dazu bist du hierher gebracht worden, dass man es dir zeige. Berichte dem Haus Israel alles, was du hier zu sehen bekommst. Da sah ich eine Mauer, die außen den Tempelbezirk rings umgab. Der Messstab aber, den der Mann in der Hand hielt, war 6 Ellen lang, jede Elle zu einer gewöhnlichen Elle und einer Handbreite gerechnet. Mit diesem maß er die Breite des Mauerbaus. Sie betrug eine Rute und die Höhe auch eine Rute. Nun trat er in den Torbau, dessen Vorderseite nach Osten zulag. Er stieg auf dessen Stufen hinauf und maß die Schwelle des Tores, eine Rute breit, sodann die erste Wachstube, eine Rute lang und eine Rute breit, und den Raum zwischen den Wachtstuben, 5 Ellen, und die Schwelle des Tores neben der Vorhalle des Tores auf der Innenseite, eine Rute. Dann maß er die Vorhalle des Tores, 8 Ellen und ihre Wandpfeiler, 2 Ellen. Die Vorhalle des Tores lag aber nach innen zu. Von den Wachtstuben des Osttores lagen 3 auf der einen und 3 auf der anderen Seite. Alle 3 waren gleich groß. Und ebenso hatten auch die Wandpfeiler auf beiden Seiten einerlei Maß. Dann maß er die Breite des Toreingangs, 10 Ellen, und die Länge des Torweges, 13 Ellen. An der Vorderseite der Wachtstuben befand sich eine Einfriedung von je einer Elle Breite, auf dieser wie auf jener Seite, während die Wachtstube selbst 6 Ellen im Quadrat maß. Dann maß er das Torgebäude von der Hinterwand einer Wachtstube bis zur Hinterwand der gegenüberliegenden Wachtstube. 25 Ellen Breite, Tür gegen Tür. Hierauf bestimmte er die Wandpfeiler zu 60 Ellen und an die Wandpfeiler stieß der Vorhof rings um das Torgebäude. Und von der Vorderseite des Eingangstores bis an die Vorderseite der inneren Vorhalle des Tores waren es 50 Ellen. Fenster, die nach den Wachtstuben und nach ihren Wandpfeilern nach innen zu schräg einfielen, befanden sich am Torgebäude ringsherum. Und ebenso hatte auch die Vorhalle Fenster ringsherum nach innen zu. An den Wandpfeilern aber waren Palmenverzierungen auf beiden Seiten angebracht. Das war die heutige Lesung. Wenn Ihnen der Kanal gefällt, abonnieren Sie gerne. Bis morgen.